Der nächste Stern ist 40 Billionen Kilometer entfernt. Das klingt absurd weit, trotzdem gilt er als kosmischer Nachbar. Doch selbst diese Entfernung ist nicht das eigentliche Problem, nicht einmal die Geschwindigkeit. Das wahre Hindernis ist eine Kombination aus Energie, Physik und einer Grenze, die sich nicht überwinden lässt. Dieser Stern heißt Proxima Centauri. Ein kleiner, rötlich glühender Zwergstern, deutlich kleiner als unsere Sonne, aber mit einem Planeten, der theoretisch lebensfreundlich sein könnte. Proxima Centauri ist 4,24 Lichtjahre entfernt. Aber was bedeutet das wirklich? Ein Lichtjahr ist keine Zeitangabe, es ist eine Entfernung, genau die Strecke, die Licht in einem Jahr zurücklegt, mit 300.000 Kilometern in einer einzigen Sekunde. Ein Lichtjahr entspricht knapp 9,5 Billionen Kilometern, 4 davon, und wir landen bei rund 40 Billionen Kilometern. Eine Zahl, die unser Gehirn schlicht nicht erfassen kann. Also vergleichen wir. Mit dem Auto, 100 Kilometer pro Stunde, kein Stopp, Tag und Nacht, Jahrzehnt für Jahrzehnt, über 45 Millionen Jahre, nicht Jahrzehnte, nicht Jahrhunderte, Millionen Jahre. Vor 45 Millionen Jahren gab es noch keine Menschen, nicht mal ihre frühen Vorfahren. Mit dem Flugzeug? 900 Kilometer pro Stunde, immer noch mehrere Millionen Jahre. Gut, dann eben mit Raumfahrt. Die internationale Raumstation rast mit 28.000 Kilometer pro Stunde um die Erde. Das klingt beeindruckend. Wären trotzdem noch Hunderttausende Jahre bis Proxima Centauri. Doch all das verblasst neben einer einzigen Vergleichsgröße, dem Licht, das Schnellste, was das Universum erlaubt. Keine Rakete kommt daran, kein Trick, keine Abkürzung. Licht ist die absolute Obergrenze und selbst Licht braucht 4,24 Jahre bis zu unserem nächsten Stern. Aber Achtung, diese 4,24 Jahre gelten nur unter perfekten Bedingungen. Kein Start, keine Beschleunigungsphase, kein Bremsen. Einfach konstant Lichtgeschwindigkeit, die volle Strecke durch. Kein reales Raumschiff der Welt könnte das leisten. In der Realität muss jedes Schiff erst beschleunigen, dann über lange Zeit reisen und am Ziel wieder bremsen. Das verlängert die Reise erheblich. Unser Gefühl von nah, das ist ein irdisches Konzept. Im Universum funktioniert es einfach nicht. Und wir sind davon gerade meilenweit entfernt. Die Sonde Voyager 1 ist die am weitesten entfernte Sonde, die wir je gebaut haben. Gestartet 1977, fliegt sie heute mit 61.000 Kilometer pro Stunde durch den Weltraum, längst jenseits unseres Sonnensystems in echtem interstellaren Raum. Trotzdem, bis Proxima Centauri würde sie rund 73.000 Jahre brauchen, eine Zeitspanne, die jedes menschliche Vorstellungsvermögen sprengt. Vielleicht ist Voyager einfach zu langsam. Also schauen wir auf das Schnellste, was wir je gebaut haben, die NASA-Sonde Parker Solar Probe. Sie fliegt in Sonnennähe mit fast 700.000 Kilometer pro Stunde und ist damit das schnellste vom Menschen gebaute Objekt aller Zeiten. Und trotzdem mehrere tausend Jahre bis zum nächsten Stern. Das zeigt, es geht hier nicht um ein kleines technisches Problem. Die Lücke zwischen dem, was wir können, und dem, was nötig wäre, ist gewaltig. Wenn dich genau solche physikalischen Grenzen faszinieren, dann abonnier den Kanal. Hier geht es nicht um Science Fiction, sondern um das, was wirklich möglich ist. Damit die Reise unter 50 Jahre dauert, müssten wir mindestens 10 bis 20% der Lichtgeschwindigkeit erreichen. Das sind 30.000 bis 60.000 Kilometer pro Sekunde, nicht pro Stunde. Das wäre rund 1000 Mal schneller als Voyager. Stell dir vor, du hast ein Auto, das 100 fährt und brauchst plötzlich eines, das 100.000 fährt. So groß ist der Sprung. Bei 20% Lichtgeschwindigkeit, gut 20 Jahre Flugzeit. Klingt machbar, aber das ist erst der Anfang der Probleme. 20 Jahre Flugzeit, das ist nur die halbe Wahrheit. Eine solche Mission müsste Jahrzehnte im Voraus geplant werden. Das Schiff bräuchte stabile Lebenserhaltung für eine Crew über Generationen hinweg. Dazu Schutz vor kosmischer Strahlung, also hochenergetischen Teilchen, die durch den Weltraum schießen und für den menschlichen Körper tödlich sind. Selbst wenn wir die Geschwindigkeit technisch hinbekämen, es gäbe keinen Spielraum für Experimente. Die Mission wäre eine der größten Herausforderungen in der Geschichte der Menschheit.
Um ein Raumschiff auf 10% der Lichtgeschwindigkeit zu bringen, bräuchten wir so viel Energie, wie ganze Industrienationen in einem Jahr verbrauchen. Und das ist nur die Beschleunigung. Am Ziel muss man auch wieder bremsen, sonst schießt man einfach dran vorbei und fliegt weiter ins Nichts. Man braucht also doppelt so viel Energie, einmal für hin, einmal für Bremsen. Wir reden hier von Energiemengen, die weit über dem liegen, was unsere gesamte globale Infrastruktur bereitstellen kann. Je mehr Treibstoff du mitlädst, desto schwerer wird das Schiff. Je schwerer das Schiff, desto mehr Treibstoff brauchst du, um es zu beschleunigen. Das ist ein Teufelskreis, beschrieben durch die sogenannte Raketengleichung. Der Treibstoffbedarf wächst exponentiell. Mit jeder zusätzlichen Geschwindigkeitssteigerung wird der Aufwand drastisch größer. Am Ende besteht dein Raumschiff fast nur noch aus Treibstoff. Das ist keine Übertreibung. Bei diesen extremen Geschwindigkeiten wird selbst ein winziges Staubkorn zur Gefahr. Es trifft die Hülle mit der Energie einer kleinen Explosion. Interstellare Raumfahrt bedeutet also Energieproblem, Strahlungsproblem und Materialproblem, alle gleichzeitig. Jedes davon ist für sich schon riesig. Zusammen sind sie eine Kombination, die wir bislang nicht mal annähernd lösen können. Und selbst wenn wir all diese technischen Probleme lösen würden, selbst wenn wir ein nahezu perfektes Raumschiff bauen könnten, würde eine Reise zu einem anderen Stern alles übersteigen, was wir bisher als Mission verstanden haben. Keine Rettung, kein Nachschub, keine zweite Chance. Zwischen den Sternen gibt es keine Werkstatt, keine Reparaturstation, kein Zurück. Und selbst wenn wir alle diese Probleme irgendwann lösen sollten, es gibt eine Grenze, die kein Ingenieur und kein Physiker der Welt jemals überwinden kann: die Lichtgeschwindigkeit. Je schneller sich ein Objekt bewegt, desto mehr Energie braucht es für jeden weiteren Schub. Kurz vor der Lichtgeschwindigkeit wächst dieser Bedarf ins Unendliche. Kein Objekt mit Masse kann sie je erreichen. Das ist keine Frage der Technik, sondern eine fundamentale Eigenschaft unseres Universums. Selbst wenn wir 1000 Jahre technologische Fortschritte machen würden, diese Grenze bliebe bestehen. Sie ist kein technisches Hindernis, sie ist ein Naturgesetz. Mit unserem heutigen Verständnis von Physik und Energie sind interstellare Reisen für Menschen praktisch außerhalb unserer Reichweite. Der nächste Stern ist astronomisch gesehen direkt nebenan, ein Wimpernschlag auf kosmischer Skala und gleichzeitig so weit entfernt, dass unsere Technik nicht mal ansatzweise reicht. Wenn du verstehen willst, welche Grenzen das Universum uns wirklich setzt, dann abonnier den Kanal. Und wenn dir 40 Billionen Kilometer schon absurd vorkommen, dann schau dir mein Video darüber an, wie groß das Universum wirklich ist. Wir sehen uns dort.